Ihr möchtet mal wieder so richtig im Wald stehen und den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen können? Da kann ich helfen. In dieser kleinen Videoserie zeige ich euch, wie man mit einfachen Mitteln und etwas Geduld diese bewaldeten Geländestücke mitsamt der Bäume von Grund auf selbst bauen kann. Und dabei zeige ich auch verschiedene Varianten in der Vorgehensweise, mit ihren Vor- und Nachteilen. Ich selbst habe da bereits klare Favoriten für mich entdeckt. Wenn ihr auch so coole Waldbases haben wollt, bleibt dran. Willkommen in meiner Hobby-Ecke. Hier ist der Fez. Kein Profi, kein Experte, aber seit fast 30 Jahren mit Freude im Hobby. Perfektionist und Chaot in einem. That's Fez! Im ersten Teil haben wir uns einen wichtigen Aspekt der Waldgeländestücke angeschaut: die Bäume. Wir haben zwei verschiedene Varianten für Baumgrundgerüste erstellt, einmal aus Plastik und einmal aus Draht. Für die Gestaltung der Rinde der Drahtbäume habe ich verschiedene Möglichkeiten gezeigt oder erwähnt. Und ganz klar, Vogelsand war die einfachste und schnellste Lösung. So haben wir nun ein paar Bäume mit bemalter Rinde vorbereitet. In diesem Teil geht es nun darum, die Waldgeländestücke zu texturieren, die Bäume zu platzieren und sie dann natürlich auch zu begrünen bzw. zu belauben. Als Grundlage habe ich hier diese Holzbases. Dazu gibt es übrigens auch ein separates Video mit, ja, sagen wir mal, etwas speziellem Thumbnail. Brutal hässlich. Könnt ihr zumindest bei Interesse auch gerne mal reinschauen. Diese lufthärtende Knete bzw. Modelliermasse habe ich auch schon in Teil 1 erwähnt, damals als Option für die Baumrinde. Für die Bäume war mir das aber viel zu aufwendig. Für das Waldbase selbst wollte ich es aber jetzt unbedingt mal ausprobieren. Bei diesem Base möchte ich einen kleinen felsigen Hügel formen, auf dem dann einer der größeren Bäume majestätisch stehen soll. Die Wurzeln sollen dabei ruhig etwas knorrig aus dem Hügel herausragen. Ja, ich glaube, so gefällt mir das schon. Dann packe ich noch weitere Modelliermasse auf das Base, damit wir einen schönen, unebenen Untergrund bekommen. Da die Masse nicht so recht auf dem Holz haften wollte, habe ich dann einfach ordentlich Bastelleim drunter geschmiert. Leider war das deutlich zu viel und in Kombination mit der trocknenden Modelliermasse, die sich ja auch beim Aushärten so leicht zusammenzieht, hat sich das Holzbase dann später auch etwas verzogen. War jetzt nicht mega schlimm und später konnte ich das zum Glück auch wieder einigermaßen ausgleichen und zurechtbiegen. Aber so ist das eben im echten Hobbyleben. Manchmal geht auch mal was schief und ohne Fehler lernt man ja auch nichts dazu. Mein Tipp aber, lieber etwas weniger Bastelleim verwenden. Vielleicht habt ihr aber auch Tricks, wie man Modelliermasse besser auf Holz fixieren kann. Wenn ja, schreibt es mir gerne in die Kommentare, dann profitieren alle davon. Nebenbei habe ich dann auch noch hier so einen kleinen Stein geformt. Einfach mal ausprobiert, wie das dann so wird. Die weiche Masse lässt sich übrigens super einfach mit Modellierwerkzeugen oder allem, was ihr sonst so rumliegen habt, bearbeiten. Man kann Strukturen einritzen, Fugen reindrücken oder einfach Kerben ziehen. Da gibt es auch kein festes Rezept, einfach drauf losprobieren. Und ganz ehrlich, das hat echt richtig Spaß gemacht. Einfach drauf losbasteln, ohne festen Plan, richtig cool. Tja, und dann muss das Ganze natürlich erstmal sehr gut trocknen. Dank meiner Leimorgie hat das auch nur ein paar Stunden länger gedauert. So sieht das Base dann in getrocknetem Zustand aus. Die Masse ist richtig steinhart geworden, fast wie Gips. Allerdings zieht sich die Masse beim Trocknen auch leicht zusammen, sodass die Kanten nicht mehr ganz bündig mit dem Holz sind. Wenn es noch nicht ganz durchgetrocknet ist, kann man das teilweise noch etwas andrücken. Ich habe mir aber gedacht, egal, einfach weitermachen und sehen, wie es später aussieht. Oft fällt es nach dem Bemalen gar nicht mehr so auf. Und außerdem wollen wir ja auch noch mehr Texturmaterial auf das Base anbringen. Also malen wir das Ganze erstmal an und schauen einfach mal, was passiert. Ich habe dazu etwas Bastelleim mit verschiedenen Acrylfarben gemischt. Schwarz und verschiedene Brauntöne. Wie im ersten Teil erwähnt, ist es hierbei auch egal, welche Acrylfarben, Marken, Hersteller ihr hier verwendet. Für Geländebau eignen sich natürlich die größeren Flaschen und Tuben aus dem Mal- und Bastelbedarf, aus dem Baumarkt etc. Wenn ihr Millionäre seid, könnt ihr natürlich aber auch kleine Pots fürs Malen von Miniaturen verwenden. Warum ich da eigentlich Bastelleim zur Farbe gemischt habe? Ja, das ist so ein kleiner Tipp am Rande, den ich gern etwas erkläre. Das funktioniert mit Bastelleim, aber auch mit weißem Holzleim. Mit diesem kleinen Heck versiegelt ihr die Oberfläche und erhöht die Haltbarkeit. Da PVA-Leim zu einer leicht flexiblen, festen Schicht aushärtet,
eignet sich das sehr gut für alle porösen Materialien wie Styrodur, Pappe, Holz oder auch Sand. Beigemischt führt das dann also dazu, dass die Oberfläche robuster und widerstandsfähiger gegen Abrieb wird. Und das ist ja gerade bei unseren Geländestücken, die oft angefasst werden, von großem Vorteil. Zusätzlich zur Versiegelung wirkt der Leim auch als Bindemittel und kann die Haftung der Farben auf schwierigem Untergrund verbessern. Nachdem das Braun getrocknet ist, gehe ich dann noch mit einem dunkleren Grün drüber. Bei dem Hügel gehe ich dann mit so einem gräulichen Ton drüber, ganz einfach gemixt aus Weiß und Schwarz. Über den Stein natürlich auch drüber. Danach mische ich das Grau einfach noch ein bisschen in das Grün mit rein, dann bekomme ich so einen helleren Grünton, gehe dann damit auch nochmal über den Waldboden drüber. Das Ganze lebt einfach von vielen verschiedenen Farben, die wir hier einfach bunt kombinieren. Auf den Hügel kann man dann ruhig auch noch ein bisschen Grün aufbringen. Ja, dann ist das schon mal getrocknet. Aber ein einzelnes Base mit einem Baum macht noch keinen Wald. Und das genügt uns erstmal nicht. Ich habe ja noch 2 weitere Bases aus Holz vorbereitet und wir haben ja auch noch mehr Bäume. Mal schauen, wie ich die ungefähr ausrichten mag. Ja, und dann habe ich irgendwie doch zu wenig Bäume vorbereitet. Auf den größeren Bases will ich auf jeden Fall 3 Stück jeweils. Und auf dem Hügelbase dann mindestens noch einen weiteren Baum. Da die Drahtbäume schon einen Tick länger dauern, greife ich hier also nochmal zu den Plastikgerüsten und biege mir dann noch weitere Bäume zurecht. Die Plastikgerüste sind auch nicht alle gleich groß. Hier schaue ich also, dass ich Varianz reinbringe und welche Bäume aus meiner Sicht da am besten passen würden. Natürlich können wir die Bäume auch einfach so in der knochigen, abgestorbenen Form lassen, wie sie jetzt sind. Aber ich möchte ja eher lebendige, grüne Waldgeländestücke haben. Für die Begrünung oder Belaubung unserer Bäume gibt es allerhand verschiedene Materialien, die man benutzen kann. Zum einen habe ich hier auch ein paar Packungen aus dem Modelleisenbahnbedarf. Zum anderen findet man so Zeug aber auch etwas günstiger im Krustelladen. Wie schon in Teil 1 erwähnt, muss man für den Geländebau immer ganz viel Eis essen, damit man so Verpackungen hat, die man dann für diverse Aktivitäten im Modellbau verwenden kann. Mit den verschiedenen Materialien, die ich gezeigt habe und die mir für das Bastelprojekt zur Verfügung stehen, gibt es natürlich auch unterschiedliche Varianten für die Begrünung der Bäume. Man kann diese Varianten und Materialien aber auch wunderbar kombinieren und genau das werde ich später im Video auch noch zeigen. Unabhängig vom verwendeten Material nehme ich erstmal wieder Bastelleim, verrühre ihn mit einem Schuss Wasser und streiche das Ganze dann auf die Äste des Baumes. Überall dort, wo später das Grünzeug hängen bleiben soll. Dabei achte ich darauf, keinen Leim auf den Stamm zu bekommen, denn das würde schon etwas seltsam aussehen, wenn da am Stamm Laub kleben würde. Den so vorbereiteten Baum mit seinen klebrigen Ästen stelle ich dann einfach in die gesäuberte Verpackung des zuvor genüsslich verputzten Eises. Die erste Variante für die Begrünung des Baumes ist die Verwendung von Flock. Das ist ein fein zermahlendes Schaumstoffgranulat, gibt es auch in verschiedenen Größen bzw. Körnungen und auch in verschiedenen Farben. So Flock kann man sich auch selbst herstellen. Relativ einfach, aber man braucht eben schon etwas Zeit dafür. Dazu mache ich vielleicht aber auch mal ein separates Video, wenn das von Interesse wäre. Auf jeden Fall kostet so Flock aus dem Bastelbedarf Eisenbahnzubehör auch nicht die Welt und manchmal muss man auch nicht alles selbst machen. Eine weitere Variante zur Belaubung ist die Verwendung von Flor. Das ist etwas anderes als das feine kleine Flock. Wie beschreibe ich das? Das ist so eine Art eingefärbtes Netz, so ein Netzgewebe. Das kann man dann in Stücke reißen und auf diesem Netz ist dann eben auch so Material aufgeflockt. Auch das kann man sich theoretisch selbst machen, mit Mullbinden zum Beispiel. Man reißt von dem Flor also dann so Fetzen ab und verteilt das dann in etwas größeren Büscheln auf den Ästen. Das kann dann natürlich auch dreidimensionaler wirken als das simple Aufstreuen von Flock. Ich habe bei meinen Bäumen einfach auch verschiedene Varianten verwendet. Und das Geländebauordnungsamt hatte auch überhaupt nichts dagegen, wenn man Flor und Flock miteinander kombiniert. Ich denke, das ist sogar die sinnvollste Variante, das einfach zu vermischen. Habe dann auch noch ein bisschen Flock mit einem helleren Grün dazu gepackt und einfach bunt miteinander gemischt. Das ist auch ein Tipp, den ich euch einfach geben kann. Mischt Farben, verwendet unterschiedliche Größen, Körnungen, Verpackungen. Da kann man sich einfach austoben. Das ist auch das, was mir beim Geländebau so viel Spaß macht. Einfach ausprobieren, keine Bauanleitung. Es gibt da kein Perfekt. Lasst euch da bloß nichts reinreden und vorbeten. Einfach basteln und Spaß haben. Ich finde das einfach cool. Sodele, dann bleibt noch der große Baum auf unserem Hügelbase. Der Baum mitsamt des Bases lässt sich schlecht in die Eisverpackung stellen. Wenn ihr Tipps habt, wo ich größere Eisverpackungen herbekomme, schreibt sie in die Kommentare. Spaß beiseite.
Bei dem großen Baum klebe ich erstmal nur Flor auf die Äste und spare mir das Streuen von Flock. Ich dachte, dass dann die Sauerei in Grenzen bleibt. Wie man später noch sehen wird, ging der Plan aber doch nicht so ganz auf. Wenn ihr die Bäume selbst begrünt, könnt ihr im Gegensatz zu fertig gekauften Modellbäumen auch selbst definieren, wie viel Laub ihr auf die Bäume aufbringen wollt. Die meisten Bäume für Modelleisenbahn und Co. sind da auch weitaus grüner und kräftiger mit Laub ausgestattet, als ich das hier selbst mache. Für den Einsatz auf dem Schlachtfeld fand ich das aber so für mich besser geeignet. Die Bäume sehen nicht ganz kahl und abgestorben aus, aber die Miniaturen werden später auch nicht so stark verdeckt, wenn man von oben auf die Geländestücke schaut. Wenn ihr euch eure eigenen Geländeteile baut, könnt ihr solche Entscheidungen eben auch selbst treffen und das genauso machen, wie ihr möchtet. Nachdem dann alle Bäume erstmal eine Laubschicht hatten, habe ich den Leim erstmal trocknen lassen. Das Grünzeug hält auch so einigermaßen gut an den Bäumen, selbst wenn man etwas dran schüttelt. Ich wollte aber das Laub noch besser fixieren und dazu mische ich mir da jetzt mal einfach eine eigene Fixierungsmischung an. Hier habe ich eine Sprühflasche dafür. Das ist eine ultra billige Variante aus dem Kruschelladen und ich hasse sie. Ich kenne mich im Markt für Sprühflaschen jetzt weniger aus, aber ich bin fest davon überzeugt, dass es da wesentlich bessere Sprühflaschen gibt. Eventuell kann man auch einfach Sprühflaschen von Reinigungsmitteln weiterverwerten, insofern man diese richtig gut sauber bekommt. Die Flasche hier ist jedoch absoluter Crap. Zielen ist damit nicht möglich und das Zeug landet überall, im Raum verteilt. Was für ein Käse. Aber gut, erstmal muss man das Zeug ja anmischen. Ich nehme hierfür weißen Holzleim und dann kommt noch Wasser dazu. Soweit so spektakulär. Naja, es kommt dann noch ein bisschen Geschirrspülmittel dazu, das ist dann gut für die Oberflächenspannungsreduktion. Was ein Wort. Es reduziert die Oberflächenspannung und dadurch zieht die Klebemischung besser ins Material ein. Und dann noch ein bisschen mehr Holzleim und noch ein bisschen mehr Wasser und mehr Holzleim und mehr Wasser, bis die Mischung eine gute Konsistenz hat. Grob würde ich sagen 50-50, Hälfte Leim, Hälfte Wasser. Tja, und dann sprühen wir das mit der grandiosen Spritzflasche über die Bäume und den Untergrund. Tisch, Boden, Wände, Decke, überall hin. Ein Massaker. Aber irgendwie auch lustig. Naja, hoffen wir mal, dass von der Klebemischung auch was auf dem Flock und Flor gelandet ist. Nachdem alles dann nochmal gut durchgetrocknet ist, füge ich hier und da noch mehr Laub hinzu, bis es mir einigermaßen gefällt. Der Materialverbrauch hält sich da auch echt in Grenzen. Hier kann man das mal sehen. 8 Bäume und noch genug Zeug für viele weitere Bäume übrig. Also da kann man echt viel Bäume mit ausstatten. Für die Bodentextur und natürlich vor allem für den Hügel bei unserem ersten Waldbase habe ich Modelliermasse verwendet. Diese wird steinhart und gibt dem Base auch ein krasses Gewicht. Das Zeug ist echt schwer. Für die anderen 2 Waldbases möchte ich jedoch etwas komplett anderes testen. Bei meiner Baumarkt-Shopping-Tour habe ich auch stinknormale Spachtelmasse mitgenommen. Dieses Pulver lässt sich auch einfach mit Wasser anmischen und dann kann man damit prima Löcher füllen und zuspachteln. Aber ich dachte mir, hey, das lässt sich doch auch prima für Base-Texturen verwenden. Schauen wir einfach mal. Die angerührte Mischung packe ich dann einfach mit einem Spachtel auf die Holzbases. Und dabei bemerke ich schon den ersten Vorteil dieser Texturierungsart. Die Spachtelmasse bleibt natürlich direkt viel besser auf dem Base haften. Da ist dann keine Bastelleimklebeorgie notwendig. Weiterer Vorteil gegenüber der Modelliermasse ist auch, dass man günstiger davonkommt. So eine Packung Spachtelmischung ist zwar teurer als eine Packung Modellierknete, aber aus dem Pulver kann man sich viel mehr Zeug anmischen. Außerdem lässt sich das super einfach und vor allem mega schnell verarbeiten. Das Zeug trocknet auch viel schneller durch und lässt sich dadurch auch viel schneller weiterverarbeiten, also anmalen. Ich war echt mega davon begeistert. War echt viel besser, als ich es erwartet hätte. Die Bäume integriere ich dann einfach direkt in die noch feuchte Spachtelmasse und dann kann das alles zusammen aushärten. Und so sieht es dann im bereits angetrockneten Zustand aus. An der unterschiedlichen Färbung sieht man, dass es zur Mitte hin noch nicht ganz durchgetrocknet ist. Jedenfalls ist es aber auch ein richtig guter, unebener Untergrund für unseren Waldboden geworden. Im Vergleich zu unserem Hügelbase ist dieses Base auch viel leichter, aber hat trotzdem etwas an Gewicht zugelegt. Die Variante mit der Spachtelmasse hat mich so überzeugt, dass ich das gleiche Verfahren auch beim dritten Base angewandt habe. Hier sieht man nun die Bases in komplett getrocknetem Zustand. Durch das Aufbringen der Masse mit dem Spachtel hat man auch automatisch Fugen, Kerben und Unebenheiten erzeugt. Und das ging so flott. Ich bin einfach total begeistert von dieser Variante. Für richtige Modellierungen, wie zum Beispiel für den Hügel, ist Modelliermasse natürlich besser geeignet. Aber für eine einfache Bodentextur ist die Spachtelmasse meine neue Geheimwaffe. Die beiden Bases brauchen nun noch Farbe. Ich startete wieder mit Braun, habe das diesmal aber nicht ganz so dunkel angerührt.
dem gleichen Braunton dann auch noch über unser Hügelbase drüber. Kein vollständiges flächendeckendes Bemalen, sondern eher so kreuz und quer. Fast wie beim Drybrushen. Die Farbe bleibt dann an der unebenen Fläche hängen, dazwischen bleiben aber die bereits zuvor verwendeten Farben sichtbar. So entsteht dann auch eine abwechslungsreiche Färbung. Ich hatte da auch noch etwas Grün dazu gemischt und habe die Bases dann auch damit noch angemalt. Nachdem diese Farbschicht dann gut durchgetrocknet war, wollte ich noch ein paar hellere Grüntöne einbringen. Da ich im nächsten Schritt noch weitere Materialien für die Bodentextur verwenden möchte, wollte ich, dass hier und da dann auch etwas hellere Grüntöne durchscheinen können. Und außerdem hat das Anmalen auch Spaß gemacht. Für den perfekten Waldboden gibt es einfache Tricks. An die meisten denkt man aber gar nicht direkt, zumindest ging es mir so. Für meine Miniaturen der Imperialen Armee, des Astra Militarum, sowie für meine Silvernev, eher für die Bases dieser Miniaturen, die einfach im Wald zu Hause sind, bin ich damals auf etwas Grandioses gestoßen. Hier habe ich mir zum Beispiel auch Waldbodenmischungen für meine Waldbases vorbereitet und angemischt. Hauptbestandteil dieser Mischung ist, ein Kokosziegel. Das Zeug, das man zum Beispiel für Terrarien verwendet. Dein Terrarium. Territorium. Dein Territorium kannst du aussprechen, manchmal auch nicht. Um unsere Waldmischung nun auf die Bases zu bekommen, benötigen wir natürlich, und das sollte jetzt keine Überraschung mehr sein, etwas Bastelleim. Mit etwas Wasser vermischt. Zapp, zapp, auf die Bases drauf und dann das Zeug einfach drüber streuen. Tja, manchmal kann es echt so mega einfach sein. Hammer. So ein Block Kokosfasern ist echt genial. Eigentlich macht man da ja Wasser drüber und hat dann so eine feuchte Humusmatsche. So ein 600 Gramm Block ergibt dann zum Beispiel 9 Liter Humuspampe. Im getrockneten Zustand ist das aber unsere ultimative Basis für den Waldboden. Und man muss für Tabletop, Geländebau, glaube, in einem einzelnen Leben nur einmalig so einen Block kaufen. Das Zeug ist so ergiebig und man braucht ja auch immer nur ein klein wenig davon. Damit kann man vermutlich 1000 Miniaturen-Bases gestalten. Ja, keine Ahnung, aber vielleicht mag das ja mal jemand ausrechnen. Von dem großen Block breche ich dann immer so kleinere Brocken ab, zerreibe die ein bisschen und dann kann man das da prima drüber streuen. In die Waldbodenmischung, die ich direkt für die Bases meiner Minis verwende, habe ich da aber noch mehr Zeug reingemischt. Unterschiedliche Gräser, kleine Steinchen und so weiter. Damit da einfach noch mehr Abwechslung hier und da drin ist. Der Hauptbestandteil, also bestimmt 90%, ist da aber einfach dieses Kokosfaserzeug. Ich finde das auch immer so cool, Tricks und Inspirationen zu sehen, Dinge fürs Hobby zweckentfremden zu können und Dingen auch einen anderen Sinn zu geben. Das ist unglaublich spannend. Man kann zum Beispiel auch Gewürze oder Tee nehmen. Unglaublich, was man da alles machen kann. Wenn ihr weitere Tipps habt, schreibt diese bitte in die Kommentare. Ich bin gespannt, auf welche Ideen ihr schon gekommen seid und welche Vorschläge ihr habt. Oftmals sieht man ja buchstäblich den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ja, und das waren dann die Bases in einem Zustand, der mir persönlich eigentlich schon gut gefallen hat. Und an der Stelle wollte ich die eigentlich auch schon so lassen. So hatte ich mir die grob vorgestellt. Ich hatte 3 modulare Waldbases. Super, Job erledigt. Meinen Kids waren die Bases aber dann doch noch zu leer. Da können wir ja bestimmt noch mehr rausholen. Da sind ja gar keine Gräser drauf. À la hopp, was habe ich gemacht? Die Kinder erstmal ohne Abendbrot ins Bett geschickt. Nee, bevor jetzt jemand in die Kommentare schreibt, welch unmenschlicher Dad ich bin, das war Spaß. Wirklich. Ich war zutiefst gekränkt. Aber ich konnte meine Waldbases dann auch nicht so lassen. Also dann noch weitere Materialien ausgepackt, Tufts und Gräser. Mit unserem guten Freund, dem weißen Bastelleim, habe ich dann auf die Bases stellenweise Kleber aufgebracht. Dabei habe ich darauf geachtet, dies nicht direkt zu nah an den Bäumen bzw. direkt unter den Ästen zu machen. An den Stellen sollten ja Gräser und kleinere Büschel sein. Und es machte für mich absolut Sinn, dass diese eher an Stellen auf dem Waldboden wachsen, die auch noch etwas Sonne abbekommen. Aber auch hier gilt, da gibt es keine strikten Vorgaben oder Regeln. Ich habe dann erstmal mit feinem grünen Grasstreu und dann mit etwas gröberem und etwas farbreicheren Streu gearbeitet. Hier kann man natürlich auch unterschiedlichste Varianten und Hersteller verwenden. Ja, und die Kids hatten echt recht. Das macht dann nochmal viel mehr her und es ist ein weiteres tolles Detail, finde ich. Zu guter Letzt habe ich dann auch noch Tufts dazu gepackt. Je nachdem, welche Art von Base man gestalten möchte, gibt es dazu ja auch die unterschiedlichsten Farben und Varianten. Da ich sehr gerne die Army Painter Tufts verwende und davon auch viele Varianten schon habe, habe ich die natürlich auch für meine Waldbases benutzt. Hierbei fand ich die Lowland Shrubs sowie die Jungle Tufts und Woodland Tufts am passendsten für meine Bases. Die habe ich dann auch so gut es ging unsystematisch auf die Bases angebracht und das ist wirklich gar nicht so einfach. Man verfällt automatisch, also ich verfalle automatisch in so eine Art Schema, in so eine Art Muster. Und das muss man vermeiden.
das wirkt dann einfach nicht natürlich. Also einfach wild kreuz und quer diese Tufts anbringen. Viel besser. Was ich theoretisch auch noch hätte verwenden können, wären Blumen gewesen, um hier und da einfach noch einen kräftigeren Farbakzent zu setzen. Und auch wenn ich das bei meinen Cathay Bases liebe, war es mir dann für meine Bald Bases aber dann doch zu viel. Ja, und dann waren sie wirklich fertig. Die Abnahme bei den Kids verlief auch erfolgreich und alle waren happy. Dieses doch etwas größere Bastelprojekt hat mir auf jeden Fall wieder super viel Spaß gemacht. Und damit schließe ich mit diesem zweiten Teil nun auch diese Miniserie der Bald Bases ab. Man sagt ja, der Weg sei das Ziel. Und das stimmt auch irgendwie. Weil ich habe super viel ausprobiert, habe super viel testen können, habe meinen Spaß dran gehabt. Auch wenn es eine Riesensauerei teilweise war. Aber es hat Spaß gemacht. Es war cool. Ja, und der Weg hat Spaß gemacht. Aber auch mit dem Endergebnis bin ich echt zufrieden. Es macht mich echt stolz. Die Bases sind auch nicht perfekt. Müssen sie auch nicht sein. Hier und da könnten sie noch ein paar Pinselstriche vertragen. Hier und da habe ich ein bisschen was von der Spachtelmasse an die Baumrinde gebracht. Aber hey, das ist wahres Hobby. Bin gespannt, was ihr dazu meint und wie euch diese kleine Videoserie und die Bases gefallen haben. Vielleicht war ja auch der ein oder andere Tipp oder eine Inspiration für euch dabei. Würde mich echt freuen, von euch zu hören. Und wie immer gilt, wenn ihr mehr aus der Hobby-Ecke sehen möchtet, liken, abonnieren und kommentieren. Das hilft, das motiviert und das freut mich. Also, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.